Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir den ersten Teil meiner neuen Serie mit Kamera-Basics für Anfänger. Das Ganze richtet sich, wie gesagt, an Anfänger, und Profis schauen jetzt am besten weg, denn das ist alles Grundwissen und das solltet ihr schon kennen. Im Grunde gibt es drei wichtige Parameter fürs Bild, mit welchen ihr auf jeden Fall umgehen können müsst. Die Blende, die Verschlusszeit und die ISO-Empfindlichkeit. Natürlich gibt es auch noch mehr Parameter, um euer Bild zu beeinflussen, zum Beispiel Weißabgleich, Belichtungseinstellungen, HDR, Autofokus und so weiter, aber dazu dann mehr in kommenden Videos. Heute lernen wir einfach mal die Basics, die jeder kennen sollte. Wie ihr die Blende, Verschlusszeit und ISO an eure Kamera einstellt, erzähle ich euch gleich. Erstmal erkläre ich euch, was ihr mit den einzelnen Parametern so beeinflussen könnt. Die Blende ist einfach gesagt bei eurem Bild für die Unschärfe im Vorder- und Hintergrund eures fokussierten Objekts verantwortlich, die sogenannte Schärfentiefe, und hat damit natürlich einen großen Einfluss auf euer Bild. Durch Öffnen und Schließen der Blende wird das Ganze beeinflusst. Wichtig hierbei ist, um die Blende zu öffnen und somit die Schärfentiefe zu verringern, muss man den Blendenwert verringern. Um die Blende zu schließen und somit die Schärfentiefe zu erhöhen, muss man den Wert erhöhen. Eine größere Blendenöffnung bedeutet also einen kleineren Wert und somit eine kleinere Schärfentiefe. Oder einfach gesagt, kleiner Blendenwert, kleiner Schärfebereich, großer Blendenwert, großer Schärfebereich. Inwieweit die Schärfentiefe beeinflusst wird, hängt aber auch von der Brennweite eures Objektivs und dem Abstand zum Objekt ab. So habt ihr zum Beispiel bei einer Blende 2,8 an 24 mm lange nicht so viel Unschärfe wie bei 75 mm bei gleichem Abstand zum Objekt. Ebenso bieten euch nicht alle Objektive eine große Blende. So sind Objektive mit einer Blende 1,4 zum Beispiel schon recht groß und teuer. Kit-Objektive, welche meistens mit den Kameras dazukommen, beginnen zum Beispiel bei einer Blende 3,5 oder 4. Hier sind es 3,5. Damit könnt ihr also lange nicht so gut freistellen wie mit einer Blende 1,4 oder 1,8. Deshalb gibt es auch so viele verschiedene Objektive auf dem Markt. Die Blende ist aber auch dafür verantwortlich, wie viel Licht auf euren Sensor kommt. Wenn durch eine große Blende mehr Licht auf euren Sensor fällt, muss die Verschlusszeit angepasst werden. Ihr müsst also bei einer größeren Blende kürzer belichten, um auf dasselbe Ergebnis zu kommen. Deshalb kommen wir jetzt zum nächsten Parameter, der Verschlusszeit. Mit der Verschlusszeit lässt sich die Aufnahmedauer eures Bildes festlegen. Umso länger die Verschlusszeit gewählt wird, umso verschwommener werden Bewegungen aufgenommen. Über die Dauer könnt ihr die Schärfe von sich bewegenden Objektiven festlegen. Im Wasser werden zum Beispiel bewegte Wellen glatt gezogen, wenn ihr länger belichtet. Man kann aber auch den Hintergrund verschwimmen lassen, wenn man sogenannte Mitzieher macht und etwas längere Belichtungszeiten dafür wählt. Hier seht ihr nun einige Bilder mit kurzer und mit langer Belichtungszeiten. Man kann den Unterschied schon deutlich erkennen. Bei diesem Mitzieher verschwimmt dadurch der Hintergrund und dem Ganzen wird dadurch etwas mehr Geschwindigkeit verliehen. Für Sport und Kinder solltet ihr die Zeit kurz halten, da ihr hier Personen ja scharf abgebildet haben möchtet und durch die Bewegung diese schnell unscharf erscheinen können. So habt ihr hier bei längerer Belichtungszeit eine Unschärfe in den Armen und bei kürzerer Belichtungszeit seht ihr alle Details und nichts ist unscharf. Wenn das Bild trotz großer Blende und langer Verschlusszeit immer noch zu dunkel wird, hilft euch der dritte Parameter, die ISO-Empfindlichkeit. Mit der ISO-Einstellung könnt ihr die Empfindlichkeit des Sensors beeinflussen, sodass ihr auch bei weniger Licht immer noch genug seht. Das heißt, niedrige ISO, weniger Empfindlichkeit, höhere ISO, höhere Empfindlichkeit. Jetzt könntet ihr natürlich auch immer die ISO hochziehen, um euer Bild richtig zu belichten. Dies geht dann aber auf Kosten der Bildqualität, denn in höheren ISO-Regionen kommt es zu Bildrauschen, da der Sensor natürlich auch kein Licht herzaubern kann. Wenn ihr also eure Verschlusszeiten nicht verlängern könnt oder eure Blende nicht weiter öffnen könnt, dann könnt ihr das Ganze mit der ISO umgehen und hier eure Helligkeit noch etwas pushen. Ihr solltet die ISO aber aufgrund der Bildqualität immer so niedrig wie möglich halten, außer ihr wollt das Rauschen als kreativen Effekt für euer Bild nutzen. Wie viel euer Sensor rauscht, hängt unter anderem von der Sensorgröße, der verwendeten Technik und der Auflösung der Kamera ab. Jetzt aber zum Wichtigsten: Wie könnt ihr die drei Parameter an eurer Kamera beeinflussen? Um die Parameter zu beeinflussen, bieten eigentlich alle Kameras mindestens 4 Moduseinstellungen: P, A,
S und M. Bei Canon-Kameras wird der A-Modus AV genannt und der S-Modus TV genannt, sie machen aber alle dasselbe. Im Modus P, der Programmautomatik, werden alle 3 Parameter von der Kamera eingestellt, lassen sich aber grob anpassen. So lässt sich zum Beispiel die ISO festlegen und die Kamera nimmt die restlichen Einstellungen vor. Im Modus A oder auch AV, der sogenannten Zeitautomatik, lässt sich die Blende verstellen. Die Verschlusszeit und die ISO werden von der Kamera passend zur Belichtung festgelegt. Die ISO lässt sich aber auch hier normalerweise ändern und wenn gewollt von euch anpassen. Im Modus S oder auch TV, der sogenannten Blendenautomatik, lässt sich die Verschlusszeit ändern. Die Blende und die ISO werden passend zur Belichtung von der Kamera festgelegt. Auch hier lässt sich die ISO auf Wunsch normalerweise anpassen. Im Modus M, also dem manuellen Modus, könnt und müsst ihr alle Parameter, also Blende, Verschlusszeit und ISO, selbst festlegen. Viele Kameras bieten aber auch hier die Möglichkeit, die ISO per Automatik festlegen oder steuern zu lassen. Wenn ihr nun also in eurem Bild Unschärfe vom Vorder- und Hintergrund festlegen wollt, dann solltet ihr das im A- oder AV-Modus tun, in welchem ihr primär die Blende steuert. Bei modernen spiegellosen Kameras und im Live-View von Spiegelreflexkameras seht ihr schon im Live-Bild die Auswirkungen der eingestellten Blende. Wenn ihr nur die Verschlusszeit steuern wollt, um bewusst Bewegungsunschärfe erzeugen oder zu verhindern, dann könnt ihr das sehr einfach im Modus S bzw. TV machen. Wollt ihr alle Parameter genau festlegen, um zum Beispiel einen Sternenhimmel aufzunehmen, dann macht das am besten im manuellen Modus. Dort könnt ihr wirklich alles selbst festlegen und euer Bild somit perfekt anpassen. Wenn das Video gut ankommt, werde ich noch weitere Videos mit der Erklärung von Weißabgleich, Autofokus, Belichtungssteuerung und so weiter erstellen. Ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare schreiben, über was ihr noch weitere Videos sehen möchtet. Bin natürlich auch für Fragen offen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Fragen und Anregungen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, ciao.